Nachdem Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes, siehe, Weise aus dem Osten trafen in Jerusalem ein. Wo ist der König der Juden, der geboren wurde, sagten sie. Denn wir sahen seinen Stern, seinen Stern, als er aufging, und sind gekommen, dem König der Juden, der geboren wurde, zu huldigen. Als der König Herodes das hörte, wurde er in Unruhe versetzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und Herodes versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Gesalbte geboren werden sollte. der Gesalbte, der Messias, der Christus, der Gesalbte Gottes. Sie sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so ist es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs am geringsten unter den Führenden Judas, denn aus dir wird hervorkommen ein Führer, welcher meinem Volk Israel Hirte sein wird. Dann rief Herodes die Weisen heimlich und erkundete mit Sorgfalt von ihnen die Zeit, da der Stern erschienen war, und er schickte sie nach Bethlehem und sagte, zieht hin und erkundigt euch mit Sorgfalt nach dem Kindlein. Sobald ihr es gefunden habt, gebt mir Bericht, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie hörten den König an und zogen hin. Und Siehe, der Stern, den die Weisen gesehen hatten, als er aufging, ging ihnen voran, bis er an den Ort gekommen war und oben darüber stehen blieb, wo das Kindlein war. der Stern ging ihnen voran, um ihnen das Haus zu zeigen. Als die Weisen den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben dar, Gold und Weihrauch. und Myrrhe, Und nachdem ihnen im Traum eine Weisung erteilt worden war, sich nicht wieder zu Herodes hinzuwenden, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Landgebiet. Als die Weisen davon gezogen waren, siehe, ein Bote des Herrn ein Engel des Herrn, erscheint dem Josef im Traum und sagt, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten. fliehe nach Ägypten, fliehe nach Ägypten, fliehe nach Ägypten, fliehe nach Ägypten. Und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes steht im Begriff, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Josef stand auf, nahm in der Nacht das Kindlein zu sich und seine Mutter und zog davon nach Ägypten. Und er war dort bis zum Ende des Herodes, damit das erfüllt werde, was von dem Herrn durch den Propheten geredet wurde, als er sagte, Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. dann als Herodes sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, wurde Herodes sehr wütend und er sandte hin und ließ alle Knaben umbringen, die in Bethlehem und in dessen ganzer Umgebung waren, von den Zweijährigen an und darunter, entsprechend der Zeit, die er von den Weisen mit Sorgfalt erkundet hatte. Damals wurde das erfüllt, was von Jeremia, dem Propheten, geredet wurde, als er sagte, eine Stimme wurde in Rama gehört, viel Jammern, Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder, und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr da sind. Als Herodes gestorben war, Siehe, ein Bote des Herrn, ein Engel des Herrn,
erscheint dem Josef in Ägypten im Traum und sagt: Steh auf, nimm das Kindlein zu dir und seine Mutter und ziehe in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die nach der Seele des Kindleins trachteten. Und Josef stand auf, nahm das Kindlein zu sich und seine Mutter und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstelle seines Vaters Herodes über Judäa herrschte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Als ihm im Traum eine Weisung erteilt worden war, entwich er. Als ihm im Traum eine Weisung erteilt worden war, entwich er in die Landteile von Galiläa. Und er kam und ließ sich nieder in einer Stadt genannt Nazareth, auf das erfüllt werde, was die Propheten geredet wurde, dass er Nazarener werde genannt werden.